Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live und heute in diesem Video zeige ich euch, wie ich jetzt einen E92 M3 oder E90 M3 oder E93 M3 V8 suchen würde, weil es schreiben mich immer so viele Leute da draußen an, Sascha, was gibst du mir für Tipps, was kann ich machen, worauf soll ich achten? Und ja, die Modelle werden immer seltener und ich glaube, ich bin der Einzige jetzt, den ich so kenne, der den Wagen jetzt so lange hat und so viel gefahren ist. Also den Wagen habe ich jetzt hier genau, in 3 Wochen habe ich den 7 Jahre. Und haltet euch fest, in den 7 Jahren bin ich jetzt knapp 116.000 Kilometer damit gefahren. Ja, mein Bruder ist natürlich auch ein bisschen was damit gefahren, aber 116.000 Kilometer habe ich jetzt Erfahrung auf der Uhr. Ich weiß, worauf man achten sollte, was wichtig ist bei dem Wagen. Und deswegen werde ich euch heute mal so meine Tipps und Tricks verraten, worauf ich jetzt achten würde. Wir setzen uns auch noch zusammen am PC. Ich zeige euch das, wie ich bei Mobile suche, bei Autoscout und so weiter und was es noch für Tipps gibt, worauf man achten sollte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ein Abo würde ich mich auch super sehr gerne darüber freuen. Und wenn ihr noch weitere Interesse an M-Fahrzeugen habt, dann schaut mal nach. Ich habe, glaube ich, über 300 Videos schon gemacht über M-Fahrzeuge, E92 M3, die neuen M3, M4, F10, M5, M6. Ach, ich habe eigentlich auf meinem Kanal eigentlich schon so alles gehabt. Und ja, schaut euch den Wagen an. Ich bin immer noch begeistert. Ich werde auch noch mal in 2, 3 Wochen noch mal ein Video machen, dann eben halt, wenn ich den 7 Jahre habe, worauf ich achten sollte, was die größten Reparaturen waren, Unterhalt und so. Das habe ich auch schon mal alles gemacht. Das verlinke ich hier oben rechts. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Video und ich hoffe mal, ihr könnt irgendwas mitnehmen. Und damit ihr es auch noch mal glaubt, ich blende hier noch mal meinen Kaufvertrag ein. Von damals, 2014 war das, wo ich den gekauft habe. Damit ihr nicht denkt, hier, der erzählt nur Schmarrn. Und jetzt gehen wir mal rein. So sieht er von drinnen aus. Und ich zeige euch jetzt natürlich, wie viel er jetzt gelaufen hat. Also ich hoffe mal, dass ihr, wie die anderen alle sagt, ey Sascha, so viel hätte ich denn jetzt nicht gedacht, wie viel der jetzt gelaufen hat. Aber schaut euch das mal an. Da unten seht ihr es. 221.000 Kilometer. Ich muss natürlich auch noch mal tanken. Das ist immer so, dass mein Bruder hat natürlich jetzt nicht getankt, der den damit immer jetzt fährt. Ich habe ja den M4 mit 600 PS und wir tauschen immer zwischendurch. Und wie ihr hören könnt, hinten am Auspuff ist noch mal so eine, dieses Hitzeschutzblech. Das ist, glaube ich, ein bisschen am Wackeln, wenn da kalt ist. Kaltschatten ein bisschen. Das muss ich noch mal festmachen, aber ansonsten, wie ihr sehen könnt, finde ich nicht, dass der hier wie 221.000 Kilometer auf der Uhr drauf aussieht. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß im Video und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und jetzt sag ich mal, los geht's. So Leute, einmal noch mal Gas geben für die ganzen V8-Verrückten hier. Ach, das ist doch Sound in den Ohren, oder? Sowas wird es nie wieder geben, Leute. Nie wieder wird ihr so geilen Sound hören. Die neuen Autos sehen zwar nicht schlecht aus, sind auch super schnell, aber Emotionen her, das sind 3000 Umdrehungen. Du kannst bis 8250 waren es. Ach, das ist doch einfach geil. Ich kriege da nicht genug von. 7 Jahre, ey, ist echt der Wahnsinn. So lange hatte ich noch nie einen Wagen. Einfach der Hammer. Nee, deswegen, also der erste Punkt, den wir jetzt ansprechen, ist, wenn ihr ein Auto sucht. Früher war das so, da habe ich den Wagen bei BMW Gebrauchtwagenbörse gefunden, weil damals war der jetzt, BMW, der M3s, so die herauskamen, waren ab 2007 und der ist jetzt Baujahr 2011 und ich habe den damals bei BMW Gebrauchtwagen geholt und dort konnte man auch welche Modelle noch suchen und finden. Aber jetzt gibt es die ja gar nicht mehr bei BMW Gebrauchtwagenbörse. Ja, deswegen gehen wir jetzt mal am PC, dann schauen wir uns das einfach mal an, weil jetzt der nächste Punkt wäre eben halt mobile, und dass man jetzt mal mobile schaut. So, also ich habe da eine kleine Präsentation vorbereitet. Also bevor wir auf die Suche gehen nach einem M3 V8, gibt es natürlich ein paar Punkte, die wir klären sollten. Und deswegen habe ich euch so eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht. Ihr könnt ja auch einen Screenshot machen oder ein Foto machen oder so, dann habt ihr es immer dabei und dann könnt ihr so als kleine Hilfe für euch da draußen. Ich finde das ganz interessant und auch ganz gut. Wenn ich jetzt irgendwie ein Auto suche, dann mache ich mir auch mal vorher so ein paar Notizen. Also E90 M3 ist immer die Limousine mit gemeint, E92 M3 ist das Coupé mit gemeint und E93 M3 ist das Cabrio mit gemeint. Also jetzt gehen wir mal Punkt für Punkt mal kurz durch, bevor wir dann bei Mobile reinschauen. Also der erste Punkt, welches Budget habe ich überhaupt zur Verfügung? Und das ist ja so die Sache, vielleicht wollt ihr noch finanzieren oder wie viel Geld habt ihr in der Hinterhand? Die Zinsen sind ja auch sehr günstig gerade im Moment.
Aber der Kauf vom M3 alleine ist ja nicht das teuerste. Das dürft ihr nicht vergessen. Also nicht, dass ihr eure ganze Kohle auf den Kopf haut und kauft euch ein Modell. Ihr habt keine Rücklagen für die Lagerschalen, Drosselklappen-Stellmotoren. Also Lagerschalen reparieren kostet 1400 Euro. Drosselklappen-Stellmotoren kosten einer 500 bis 600 Euro. Bei BMW liegt es bei 1000 Euro. Deswegen da mal aufpassen. Aber da gebe ich euch gleich auch noch mal ein paar Tipps zu. Und deswegen müsst ihr einfach mal schauen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Mache ich noch eine Finanzierung und. Dann der nächste Punkt, kann ich selber schrauben oder kenne ich jemanden? Das ist bei mir genauso. Also ich kann jetzt selber auch nicht schrauben, obwohl ich es gerne könnte. Aber zum Glück kenne ich ja so viele Leute, die sich damit auskennen und auf die ich mich verlassen kann. Und das ist einfach mega. Also sowas braucht ihr auf jeden Fall, weil wie gesagt, diese M3-Modelle fangen ab 2007 an vom Baujahr und sind dementsprechend auch schon ein bisschen gelaufen, älter geworden. Da gibt es manchmal schon so ein paar Kinderkrankheiten, die man auftauchen können. Und wenn man da jemanden nicht kennt, man muss für jede Kleinigkeit zu BMW fahren, ja, dann aber gute Nacht. Also die Preise bei BMW sind echt schon nicht ohne. Und deswegen ist es so als Tipp für mich eben halt. Der nächste Punkt, den wir noch haben, also dementsprechend sagt man dann auch nur, wenn man jetzt einen M3 sucht, nehme ich lieber nur Händler in der Suche mit ein oder auch Privatpersonen. Beim Händler habt ihr ja immer den Vorteil, dass ihr eine Gewährleistung habt von einem Jahr, die müssen sie euch ja geben. Und wenn ihr Glück habt, machen die noch eine Garantie dabei, würde ich in jedem Fall noch mehr mit verhandeln, dass man vielleicht 2 Jahre Garantie bekommt. Garantie ist immer freiwillig vom Händler und Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben, da müsst ihr auch mal aufpassen. Oder man nimmt auch Privatpersonen mit rein, also wenn ihr selber ein bisschen schrauben könnt. Oder ihr habt jetzt vielleicht ein Modell, was super, super gut ist und das ist auch gepflegt, das ist Checkheft gepflegt und der will sich nur ungern von diesem Modell trennen und hat dort wirklich alle Rechnungen im Ordner. Ja, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es von Händler kauft. Natürlich immer noch das Risiko, dass man keine Garantie hat. Nächster Punkt ist Baujahr. Also ihr müsst mit entscheiden, also wie gesagt, ab 2007 ging das ja los mit den M3s. Facelift oder V-Facelift. Also Facelift ging ab 03 2010 los, also März 2010. Mein Modell ist 03 2011. Und dementsprechend beim Facelift habt ihr LED-Rückleuchten, die könnt ihr aber auch nachrüsten, das ist überhaupt kein Problem, das machen sehr viele Leute, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil alt und neu ist echt wie immer ein großer Unterschied. Start-Stopp hat das neue Modell und es gibt andere Lagerschalen. Als ich meinen Lagerschalenwechsel bei 170.000 Kilometer gemacht habe, was ja schon sehr, sehr spät ist, weil man sagt immer so 80 bis 100.000 Kilometer sollte man die Lagerschalen mal wechseln, da sahen meine sehr, sehr gut aus. Und der Mechaniker, der die auseinandergenommen hatte, meinte, ja, das liegt unter anderem auch, weil ich ein Facelift-Modell habe, weil da wurden andere Lagerschalen mit einer anderen Beschichtung verbaut. Ja, ob das jetzt so 100%ig stimmt, kann ich jetzt nicht sagen, aber das hat er mir gesagt, das glaube ich auch. Und vom Vorteil bei mir ist natürlich, dass ich viel Langstrecke gefahren bin und der Wagen auch gesehen hat. Und ab 03 2010 gab es auch das Competition-Paket. Das habe ich auch und das beinhaltet vor allen Dingen eine 10 mm Tieferlegung. Ihr habt die 19 Zoll Competition-Felgen, wie ihr vorne am Anfang gesehen habt bei meinem Video. Und das EDC, also elektrische Dämpfer-Kontrollfahrwerk, wurde überarbeitet. Das ist ein bisschen, ja, was soll man sagen, also es wurde einfach überarbeitet, dass es noch ein bisschen anders, ja, spezieller oder so. Also was genau da gemacht worden ist, hat man jetzt nicht gesagt, aber es soll ein bisschen besser sein als das vom Serienmodell. Dann müsst ihr natürlich klären, maximale Kilometer Fahrleistung. Dementsprechend sind natürlich auch die Preise. Wenn ihr jetzt irgendwie einen M3 sucht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch welche gibt mit 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer, was ich kaum vorstellen kann, außer ganz seltene Fahrzeuge. Aber dann liegt im Bereich von, ich glaube, 70.000 Euro oder so, 60.000, 70.000 Euro. Kommt man gleich mal rein bei Mobile, wo die so ungefähr anfangen. Deswegen müsst ihr dann schauen. Also ich habe einen mit 106.000 Kilometer gekauft. Und das war erste Hand. Also der Vorbesitzer ist in 3 Jahren quasi 30.000 Kilometer so im Jahr gefahren. Ein bisschen mehr sogar. Und das ist schon krass, wenn ihr überlegt, das ist ein M3 V8, Durchschnittsverbrauch um die 15 Liter. Und der Mann, der sich den geholt hat, oder die Frau, die hat da jedes Jahr über 30.000 Kilometer mitgefahren. Also das ist schon krass. Also das ist schon sehr, sehr selten, weil normalerweise fährt man so einen Wagen 5.000, 6.000, 9.000 Kilometer im Jahr. Das ist schon viel. Manche fahren auch nur ein paar hundert oder 1.000, 2.000 Kilometer. Das habe ich auch gesehen, weil das so besondere Fahrzeuge sind. Dann nächster Punkt müsst ihr gucken, Doppelkupplungsgetriebe oder Schalter. Schalter ist viel, viel seltener. Also einen Schalter zu finden, da müsst ihr schon lange suchen. Da habt ihr natürlich auch nicht so eine Auswahl. Dementsprechend sind die Preise auch. Ich von meinen, weil ich ja so viele Fahrer habe, immer gesagt DKG, vor allem mit den Downshifts, das ist einfach mega. Aber es gibt natürlich von euch draußen auch Leute, die sagen, hey, Schalter, nur Schalter, kommt mir ins Haus und das ist das Beste. Und wenn man dann nur am Wochenende fahrt, bei schönem Wetter und so, dann kann ich es natürlich auch verstehen. Ja. Nächster Punkt, was ich dann noch gefunden habe, also Anzahl der Halter. Da müsst ihr auch immer aufpassen. Wie gesagt, meiner war erste Hand. Und je mehr Halter der Wagen hat, desto mehr würde ich mal nachschauen, ob da irgendwas gewesen ist mit Reparatur, mit Unfall oder so.
und deswegen alle Belege immer kontrollieren, eben halt, ob alles vorhanden ist. Weil die Mehrhalter kann natürlich auch sein, viele haben sich damals auch vertan mit dem Anschaffungspreis, wie ich euch das am Anfang gesagt habe, und im Unterhalt. Und viele sagen, ja klar, kaufe ich mir einen günstigen M3, fahre ich eine Runde und ja, aber Pustekuchen. Wenn dann Reparaturen anfallen oder so, wird er schnell verkauft. Oder wenn der Unterhalt, Versicherung ist sehr, sehr teuer. Deswegen müsst ihr da aufpassen. Also manche Versicherungen nehmen gar kein M3, weil es einfach zu teuer ist. Wenn ihr da Interesse habt oder so, schreibt mich mal bei Instagram an, n4life.m3. Wie ihr wisst, ich habe ja eine Versicherungsagentur seit 14 Jahren, also die Agentur gibt es seit 30 Jahren. Also die hat mein Vater damals groß gemacht, der ist jetzt quasi Rentner, sitzt noch jeden Tag bei mir im Büro. Und ich habe da so viel gelernt von ihm. Ich bin jetzt 13 Jahre, bald 14 Jahre dabei und ich habe auch so viel schon gesehen. Und ich kann natürlich sehr gute Nachlässe geben. Bloß M-Modelle sind immer nicht so gern gesehen bei den ganzen Versicherungen. Da muss man immer schon schauen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da so günstig wie so eine Internetversicherung sind, weil ihr könnt mich jeden Tag erreichen, WhatsApp und so, Facebook überhaupt kein Problem. Und ich glaube, die bei mir Kunden sind auch Freunde schon zu mir geworden. Also es war sehr, sehr cool. Und die bei mir Kunden sind, wissen es auch, können es auch bestätigen. Nur so als kleine Info für mich da draußen, wenn ihr da irgendwie auf der Suche seid. Dann der nächste Punkt, Checkheft ist fast Pflicht, habe ich geschrieben. Oh, außer der Besitzer kann alles selber machen und hat alle Nachweise aufbewahrt. Ja, das hatte ich euch ja gerade gesagt, dass wenn das Checkheft nicht vorhanden ist, aber dafür alle Rechnungen und der Mann, der das verkauft oder die Frau, die kann selber schrauben, hat eine Werkstatt oder so und hat alle Belege, alle, sag ich mal, Ölwechsel, wo er gekauft hat und alles gemacht, dann ist es okay. Also ich glaube, dann wird es nicht so schlimm sein. Thema Ölwechsel, regelmäßiger Ölwechsel, super wichtig, vor allen Dingen wegen diesem Hochdrehzahlkonzept. Also könnt ihr den bis 8250 Umdrehungen ziehen, den Motor, und das ist schon wahnsinnig hoch. Also es ist einfach krank. Und ich glaube, das ist jetzt der höchst hochdrehende Motor von BMW, den es gab. Und ich glaube sogar noch einen Tick höher als der V10 vom BMW. Also ich nehme mir mal das 10W60 von Castrol Edge Supercar. Also ich verlinke das unten nochmal in der Videobeschreibung, auch in den Kommentar unten drunter. Könnt ihr drunter dann auch euch das mal anschauen. Also damit habe ich super Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, meine Lagerschalen sahen bei 170.000 Kilometer top aus. Das Video da oben, wo ihr die Bilder dazu seht, verlinke ich auch nochmal oben rechts. Dann nächster Punkt, Schwachstellen. Deswegen nachfragen, ob schon repariert. Also Drosselklappenstellmotoren, wie gesagt, gehen sehr oft kaputt. 500 bis 600 Euro liegt man da. Also ein Tipp von mir, die vom V10 kaufen, also entweder die vom M5 V10, das ist der E60, oder, sag ich mal, M6 Cabrio Coupé war ja E62, E63. Die könnte man auch nehmen, die Drosselklappenstellmotoren. Einfach mal bei Google eingeben, nicht Drosselklappenstellmotoren M3, sondern M5, M6. Und dann könnt ihr die nehmen, sind ein bisschen günstiger. Und da kann man die alte Halterung von seinem M3 übernehmen für die neuen Drosselklappenstellmotoren. Dann passt das alles. Ja, Lagerschalen hatte ich ja gesagt, 1400 Euro, so 80 bis 100.000 Kilometer sollte man die immer wechseln. Bei mir war noch Fußraummodul kaputt und der Getränkehalter. Das ist ein bisschen der Haken ein bisschen. Das ist auch so eine Krankheit. Aber jetzt genug gequatscht, jetzt gehen wir erstmal rüber zur Mobile. Gucken wir doch einfach mal hier, wenn ich jetzt hier eingebe Mobile, ja, machen wir ganz normal BMW, so würde ich das ja auch machen. Dann gucken wir mal M3. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, ich bin schon aufgeregt. So, kann man noch Fahrzeuge ausschließen, aber dann könnt ihr noch sagen Coupé, Cabrio oder Limousine. Limousine ist super selten. Also Cabrio ist auch selten, aber am meisten gab es, glaube ich, Sport, also das Coupé. Gucken wir mal, ich möchte jetzt einen Sportwagen, Coupé haben hier und dann kann man hier noch ansagen. Preis, sage ich mal, wir gehen mal bis 30.000 Euro. Da seht ihr oben rechts schon mal 83 Angebote, egal was ihr jetzt eingebt, wird es immer weniger. Ab 2007, ja seht ihr, es ist schon wieder runtergegangen vor 83, weil wir kein Baujahr angegeben hatten. Jetzt sage ich aber, wir wollen ein Facelift-Modell haben. Dann kommt es auf 3. Das ist doch verrückt, oder? Von 21 auf 3, also 18 Stück sind weg. Ja, und das ist so die Sache, wo ihr dann schauen müsst. Und wenn ihr dann sagt, ja, ich möchte Schalter haben, einer nur noch. Seht ihr das hier? Ja, es ist schon verrückt. Und jetzt kann man noch zum Beispiel schauen, Farbe grenzt das ja auch wieder ein. Und ja, wenn ihr sagt, ich möchte ein Schiebedach haben, was ja auch ganz, ganz selten ist, weil die meisten nehmen alle das Carbondach, würde ich jetzt auch machen, habe ich bei mir auch. Aber Schiebedach finde ich auch ganz cool. Also ich ist nicht verwerflich, wenn einer das nimmt. Aber jetzt gucken wir mal, wo Schiebedach hier ist. So, hier unten könnt ihr sehen, das ist hier unten weiter. Schiebedach, einer. Ui, ich hätte jetzt gesagt, wäre 0. Aber das ist das so zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier reingehen, zack, das ist der einzige, den es bis 30.000 Kilometer gibt. Der hat natürlich jetzt 163.000 Kilometer gelaufen. Gucken wir mal, was ich ja immer auch ganz gut finde, Händler, die Bewertung. Da müsst ihr auch mal schauen, wenn da jetzt eine Händlerbewertung ist mit nur eine Bewertung oder 2 und der hat nur noch 2 oder 3 Sterne, dann würde ich dann immer schauen. Ja, das ist nun mal heutzutage so. Jeder guckt nach Bewertung. Aber so sieht der schon ganz gut aus. Weil der sagt mir auch, Kiefer Automobile sagt mir auch schon was. Den hatte ich schon mal, glaube ich, vorher gesehen. Wie ihr sehen könnt, der hat jetzt keine Competition-Felgen drauf. Das sind andere Felgen als bei mir. Das ist auch 3 2011 wie meiner. Guck mal, was von der Ausstattung her.
Wie gesagt, die bieten das auch immer sehr gut an. Also Finanzierung immer und Zinsen ab 1,49 ist sehr gut, weil bei BMW damals gab es 3,99 und mein BMW hatte damals 40.000 Euro gekostet mit 39.300 habe ich nachher nochmal nachgeschaut und der hatte 106.000 Kilometer auf der Uhr. Also das ist schon verrückt, wo die Preise jetzt hingehen auf einmal. Ja, und ansonsten von der Ausstattung her ist ganz gut. Der hat das Glasdach eben halt, Komfortzugang. Da müsst ihr immer im Kundenauftrag müsst ihr mal aufpassen, wenn das da drin steht, weil dann geben die meistens keine Garantie. Und es ist ein Import, Re-Import-Fahrzeug. Ja, da müsst ihr natürlich noch mehr die ganze Historie kontrollieren, ob alles passt. Also ihr könnt euch auch die Fahrgestellnummer geben lassen. Dann gebt ihr einfach hier ein bei BMW Fin Ausstattung. So, und dann gibt es hier so Decoder, kann man jetzt die Fahrgestellnummer eingeben, dann sieht man die ganze Ausstattung. Das ist auch nicht schlecht, das würde ich auch ebenfalls machen immer. Wenn ich das gleiche mal eingeben würde. Der nächste Punkt würde ich jetzt schauen, also Mobile haben wir jetzt abgehakt, dann gucken wir jetzt einfach bei Autoscout24. Das ist so der nächstgrößere Anbieter, wobei ich immer damals auch gesehen habe, dass Mobile einfach mehr Auswahl von Fahrzeugen zu finden ist. Also Mobile ist Nummer 1, so ansonsten BMW Gebrauchtwagenbörse, wenn ihr dann direkt vom BMW-Händler haben wolltet mit Garantie, aber das geht ja bei dem Modell jetzt nicht mehr. Ja, deswegen Autoscout24. Wenn wir das gleiche jetzt mal bei Autoscout machen würden, jetzt machen wir das gleiche. Wir suchen wieder BMW, dann suchen wir wieder M3 und jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen. Also hier hatten wir eins, wir nehmen mal Schiebedach raus, damit wir 3 Modelle haben hier. Jetzt seht ihr das 3 und vergleichen wir das mal bei Autoscout, weil ich ja gesagt hatte, bei Autoscout sind weniger Modelle zu finden. Dann hat man gesagt, wir möchten ein Coupé haben. Dann hat man gesagt, wir nehmen auf 2010. So, 2010 bis 30.000 Euro. Das war's. Dann mache ich auch bis 30.000 Euro hier. Von bis 30.000. So, es hat auch 3 Autos gefunden. Ja, hier ist. Schauen wir uns die 3 mal an. Also 20.999, 26.59 und gucken hier auch mal rein. Also seht ihr, es sind 3 verschiedene. Also bei Autoscout sind andere Modelle als ein anderes Modell drin hier, was hier gar nicht drin ist. Wisst ihr? Deswegen sage ich das immer. Einfach die ganzen Tauschbörsen mal anschauen eben halt, weil es gibt immer wieder Unterschiede. Und der hat jetzt 214.000 gelaufen. Ein Fahrzeughalter. Alter Schwede. Also wenn das der Erstbesitzer ist, der hat so viel drauf gefahren. Und das ist schon eine Ansage. Aber seht ihr, das sind die alten Rückleuchten. Ja, das sind die Facelift-Rückleuchten. Die Facelift-Rückleuchten sehen so aus. Moment, seht ihr hier? Das sind die Facelift-Rückleuchten, das seht ihr immer. Aber das wundert mich dann, wenn der 3 2010 ist, wieso hat er keine Facelift-Rückleuchten? Das wundert mich, da müsst ihr dann auch mal schauen, warum. Ja, der hat natürlich das High-End-Sound-System, das ist mega. Ja, wenn Leute wirklich Interesse an das Geld für ein Fahrzeug haben. Also da müsst ihr nochmal schauen. Also das sind so manche Sachen, wo man sagt, Dann, wenn ihr jetzt bei Mobil und Autoscout24 nicht mehr fündig geworden seid, dann würde ich jetzt nächster Schritt schauen bei eBay Kleinanzeigen. Weil da gibt es ja auch mal ein paar Leute, die das da reinsetzen. Und ja, habe ich schon oft von gehört, dass Leute da erfolgreich waren. Also eBay Kleinanzeigen ist auch ganz gut. Ihr müsst immer darauf achten bei eBay Kleinanzeigen auf die Sucheingabe. Normalerweise kann man beim M3 nichts falsch machen, aber meistens ist das so kenne ich es noch, wenn ihr jetzt was suchst bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei eBay und das stimmt nicht haargenau überein mit dem Suchbegriff. Wenn du oben, sag ich mal, BMW und M3 eingibst und das auf einmal ja, hat der sich verschrieben oder so bei der Typenbezeichnung oder irgendwas anderes, dann findet ihr den nicht. Deswegen müsst ihr immer mal schauen. Manchmal haben welche sich extra verschrieben oder keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal bei eBay Kleinanzeigen rein. BMW E92 M3 würde ich einfach mal sagen in Autos. Weil sonst sucht er in Autoteile, Reifen und so, das wollen wir nicht. Wir wollen nur in Autos suchen. Jetzt habe ich hier oben eingegeben in Unna, weil ich wohne jetzt in Unna. Dann gucken wir mal weiter, ob er was gefunden hat. Hier, der will glaube ich tauschen. E92 M3. Suche E92. Also das habe ich gesagt, es sind so viele auf der Suche nach einer E92 M3. Das ist so ein Beispielbild. Hier seht ihr immer die Bewertung, so das ist auch immer so eine Sache. Kein Umbau und ja. Also das ist mal so, es wird immer mehr Leute. Die ganzen, ja, das ist einfach so Emotionen und so, das haben nur noch die älteren Autos. Finde ich jetzt die Sauger. Die sind immer so begehrt. Und hier seht ihr es wieder. Competition-Paket, Liebhaberfahrzeuge, bitte. Handschalter egal, kein Import, ja. Ja, das werden immer mehr Leute, die Geld ausgeben wollen. Hier haben wir noch einen gefunden. Gucken wir mal, das ist jetzt ein 335. 40.000 Euro. Alter Schwede. Airride ist schon super selten. Die Felgen. Klinghausen. Schiebedach. Ja, kannst du dich auch noch melden. Wenn du das Video siehst oder so, dann können wir vielleicht mal ein Verkaufsvideo machen. Aber mega, das ist schon krass. Also das ist natürlich das Suchfahrwerk und der steht ja nur so, dann kannst du eh nicht so fahren. Aber das ist schon krass. So einen Umbau habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil die meisten lassen ihren M3 natürlich in Serie.
Aber sieht schon fett aus. Handschalter ist auch super selten. Handschalter, Schiebedach, das ist super selten. Ja, also mega. Was hat er noch dabei geschrieben? Ja, der ist von Juli 2008, also kein Facelift. Finanzierung bei anderen Autos möglich. Ja, 1 CG im Netz mit Schiebedachschalter und Standlüftung. Standlüftung ist mir auch echt neu, also da hatte ich auch noch keinen gehabt. Aber ansonsten ABS-Dämpfer mit Gewindeumlage an der Vorderachse, Marke Airlift. Okay. Performance, grüne Karosserieverbreitung. Ja, das ist schon krass. Dann, wenn ihr bei eBay Kleinanzeigen geschaut habt, dann würde ich jetzt schauen bei eBay direkt. Hier seht ihr mich auch nochmal, meine Aufkleber M4 Live. Ja, ich weiß, das Logo muss ich wegmachen. Ich habe mein eigenes Logo, das kommt auch noch. Ist nicht so einfach, alles echt schwierig. Aber jetzt mit eBay, wie gesagt, dann würde ich bei eBay nochmal schauen, obwohl eBay jetzt nicht mehr so dolle ist. Ja, eigentlich ist es da. Aber manchmal kann man auch noch Glück haben, dass da welche drin sind. Wenn man jetzt sagt, man sucht jetzt hier den nächsten Punkt bei eBay, ganz normal. Gucken wir da mal auf ein paar Autos für einen Autoersatz. Reparaturteile. So, dann kann man jetzt hier schauen. Ich glaube, hier gibt es nicht so viele mehr. Das war früher, glaube ich mal. Ich mache mal höchste Preis, damit wir sehen können, ob überhaupt welche da sind. Also hier seht ihr die Motorhelm halt vom M3, 12.000, 10.000. Wenn der kaputt gehen würde, würdet ihr jetzt zum Beispiel sehen, wie teuer ein Motor ist. Wir gucken mal über alle. Seht ihr es? Also findet man doch noch ein paar. Also das ist so, ich würde alles ausprobieren aber es kommt natürlich aus Frankreich und ja, aber wenn man auf der Suche ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dann macht ihr hier bei Mobile einen Suchauftrag, Autoscout, eBay und vielleicht ist das ja mal so, dass hier ja, einer dabei ist, der euch gefällt. Ja, ist das schon krass. Natürlich müsst ihr gucken, wenn er vom Ausland kommt, mit TÜV und so alles. Ja, und wenn ihr bei eBay jetzt auch nichts gefunden habt, also sag ich mal, ihr habt jetzt Mobile gehabt, ihr habt Autoscout24 gehabt, ihr habt eBay Kleinanzeigen gehabt, ihr habt eBay gehabt, ja, dann bleibt es nur noch die letzte Möglichkeit, die 5. Möglichkeit ist einfach über Freunde, Bekannte. Und was ich jetzt gemacht habe, ihr könnt einfach mal schauen, ich schreibe das hier mal rein, m4live.de, könnt ihr mal nachschauen, das ist meine Homepage. Und ich habe das schon für 2 Leuten schon gemacht. Da haben die mir gesagt, die suchen so und so einen Wagen, ein M3 in der Ausstattung, haben mir das hier angeschrieben. Und ich habe ein großes BMW-Netzwerk und viele Händler kenne ich auch. Und manchmal ist es so, Leute, die an ihrem M3 hängen, das sind sehr, sehr viele Leute, die wollen ihn eigentlich auch gar nicht verkaufen. Ich kann es total nachvollziehen. Und man will sich auch nicht rumärgern mit den ganzen, wie auf dem Bazar. Und die wollen immer nur Preis drücken hier und da. Und da hatte ich schon ein paar Leute, die gesagt haben, ja, okay, wenn jetzt jemand mir wirklich einen guten Preis macht und der kommt in gute Hände, dann würde ich ihn verkaufen. Und das sind eigentlich die besten Modelle, weil man selber so an diese Modelle gar nicht rankommen würde. Ihr kennt das ja ganz genau. Also über Freunde, Bekannte, die auch so verrückt sind, die wissen genau, worauf sollte man achten und was ist gut. Und die pflegen ihre Autos auch richtig, als wenn das jetzt irgendeiner, was weiß ich, woher ist. Also das ist so ja, mein letzter Tipp an euch. Deswegen schaut mal nach, m4live.de. Ich habe ja so eine Homepage, ja, m4live.de. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Also ich habe das so geschrieben, ihr seht ja, das ist mein M4 mit 600 PS. Ja, brauchst Hilfe, sag ich mal, meine Dienstleistungen. Hier sind die E92 M3, der M4. Also ich mache ja Reviews, Carporns, Fotoshooting und habe ich gerade so Coaching, wenn jemand Hilfe braucht oder möchte irgendwie bei YouTube anfangen oder so. Ich habe so viele, hunderte von Videos gesehen, so viele Stunden aufgenommen und gemacht. Ich habe jetzt über 300 Videos, glaube ich, fast 400 bald. Ja, seit 2016 bin ich bei YouTube. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Das ist der M3, also schaut euch das an, einfach mega. Immer noch verliebt. Also hier auch, ich kenne ja viele Werkstätter, Kodierer oder Werkstätter, die sich mit BMW auskennen oder so. Ja, das ist einfach so, wo ihr einfach mal reinschauen könnt. Da könnt ihr mich gerne mal anschreiben, das ist kein Problem. Ne, und ansonsten soll es das gewesen sein. Dann würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich super freuen. Und denkt daran, hilft mir bitte, die 20.000er Marke schnell zu erreichen, also würde mich super freuen. Ja, und ich drücke euch die Daumen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem M3 V8. Also mega, 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 sage ich da nur. Alle, die einen fahren oder einen hatten, sind mega begeistert und würden ihn auch eigentlich nie wieder abgeben. Aber manchmal ist es so, da kriegt man ein Kind, Familie gründen oder so, braucht ein größeres Auto oder braucht Platz, hat nur eine Garage. Und deswegen schreibt mich gerne an. Ich kenne ein paar Leute, die vielleicht ihren M3 verkaufen wollen, wenn der Preis stimmt. Die Modelle sind noch gar nicht auf dem Markt. Deswegen habt ihr da einen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Und das ist so, ja,
das, was ich euch mitgeben kann. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Kommen wieder 2 Videos raus. Nächste Woche wird wieder mehr los sein. Ich dachte, war jetzt mal kurz und knapp. Aber ich wollte euch einfach noch mal den schönen V8 zeigen. Also ich bin immer noch begeistert. Gerade ist erstmal wieder reingestiegen, weil ansonsten fahre ich die ganze Woche meistens in M4, weil der M4 für den Alltag natürlich ein bisschen sparsamer und einfacher zu fahren ist mit den Turbos. Und ja, es sind beides sehr geile Autos. Deswegen, wenn ihr da mal einen Vergleich haben wollt, nochmal E92 M3 versus M4, F82 mit 600 PS, andere Turbolader sind drauf. Ja, dann schaut einfach mal in Videos vorbei oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt mich einfach an, schreibt in die Kommentare rein und wie gesagt, würde mich super über ein Abo nach oben freuen, natürlich auch über ein Abo generell, weil ich habe ja bald meine 20.000er Marke erreicht. Ey Leute, ich kann es gar nicht glauben, 20.000 Abos. Ich freue mich echt wie so ein Kind, aber würde mich super freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Macht mir super viel Spaß und BMW, neue BMW-Modelle habe ich schon gehört vom lieben Basti, auch vom Proke aus Hagen. Hi Basti. Der hat mir gesagt, X3M, X4M, X6M und so hat er wieder neu da. M8 wollte ich noch mal fahren, das kommt auch alles auf dem Kanal. Ja, deswegen neues Input wird geliefert. Und das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.